Hattet ihr auch schon mal das Problem, dass euch eine tolle Geschichte eingefallen ist, aber ihr keine Ahnung habt, ob ihr daraus eine Graphic Novel, ein Pen and Paper, ein Webcomic oder einfach nur ein ganz normales Buch machen wollt? Dann habe ich in diesem Video für euch vielleicht ein paar Hilfestellungen. Los geht's! Medien. Also ich meine jetzt nicht die Medien, die man täglich konsumiert, sondern ich meine Formatmedien sozusagen. Also welche Form nimmt meine Geschichte an? Es gibt haufenweise Medien. Graphic Novels, Pen and Papers, Comics, wobei Comics eigentlich das gleiche sind wie Graphic Novels. Aber gut. Was hätten wir noch? Oh Gott. Dann natürlich klassische Bücher, Kurzgeschichten. Hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja genau. Theaterstücke. Die Sache ist die, dass die Entscheidung, welches Medium ich wähle, nicht ausschließlich davon abhängig ist, welche Fähigkeiten ihr habt. Das heißt, ihr müsst nicht deswegen nur eine Graphic Novel machen, nur weil ihr zeichnen könnt. Und ihr müsst eine Graphic Novel nicht deswegen ausschließen, weil ihr nicht zeichnen könnt. Der Grund, warum ihr ein bestimmtes Medium wählt, ist unter Umständen vielleicht auch sowas wie Geld oder einfach nur, weil der stilistische Fokus dafür besser taugt. Erzählen oder Geschichten schreiben ist im Endeffekt auch nur eine Kunst. Genauso wie ein normaler Künstler, am einen Tag auf einer Leinwand irgendwas malt und am nächsten Tag etwas in Stein meißelt. Funktioniert das mit Geschichten und Medien genauso. Aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen. Und die möchte ich euch heute erklären. Grundsätzlich würde ich hier aber zwischen zwei Arten von Geschichten unterscheiden. Das erste sind die eigenen Kreationen, die vollkommen auf den eigenen Ideen, Vorstellungen, Worldbuilding basieren. Und das zweite ist Fanfiction. Ich will Fanfiction hier auch gar nicht runterreden. Überhaupt nicht. Ich mag Fanfictions, wirklich. Aber sie unterscheiden sich insoweit von normalen Geschichten, als dass sie einen massiven Vorteil haben für jeden, der schnell eine Geschichte schreiben möchte, auf Basis einer ausgefüllten Welt. Einer Welt, die mehr oder weniger schon Worldbuilding hat. Man muss dazu aber auch sagen, dass eine vollständige eigene Kreation auch nicht unbedingt zwingend ein Worldbuilding braucht. Wenn man Geschichten schreiben möchte und vielleicht sehr viel Gefallen an der Welt von, sagen wir, Harry Potter gefunden hat, dann kann man viele dieser Medien auch als Fanfiction machen. Gut, soweit zu den zwei Sachen, aber jetzt zu den eigentlichen Medien. Bitte bedenkt, dass alles, was ich jetzt sagen werde, nur einer von vielen Gründen ist, warum ihr euch für ein bestimmtes Medium entscheiden könnt. Graphic Novels sind im Endeffekt Comics. Der Grund, warum es Graphic Novel genannt wird, weil es besser klingt und nach Kunst klingt und weil damit wahrscheinlich auch Mangas mit reinfallen. Graphic Novels haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber einigen anderen Formen. Und zwar die Tatsache, dass ihr zwar immer noch eine Geschichte schreiben könnt, aber dass ihr sie jetzt auch visuell darstellen könnt. Einer der Hauptgründe, warum man sich für eine Graphic Novel entscheiden kann, ist, weil man in seiner Geschichte etwas hat, was man zwingend visuell darstellen möchte. Das können viele Dinge sein. Erstmal die banalen Sachen, wie zum Beispiel, man hat eine große Menge an Gewalt in seinen Geschichten, beispielsweise auch so Sachen wie Erotik. Oder ganz simpel gesagt einfach eine gewisse Art der Darstellung von Farben, Formen, die in einer geschriebenen Geschichte nicht rüberkommen. Als Beispiel hätte ich da sowas wie Berserk. Stellt euch einfach mal vor, dass alles, was in dieser Graphic Novel vorkommt, nur in geschriebener Form dargestellt wird. Es funktioniert nicht ganz, ne? Die Problematik besteht darin, dass man viel zu viele unnötige Details ausschreiben muss, damit der Leser das Ganze visuell verarbeiten kann. Trotzdem kann eine Graphic Novel auch was sehr Künstlerisches sein. Beispielsweise Sin City. Okay, gut. Ich habe kein besseres Beispiel gefunden, aber Sin City arbeitet damit, dass eigentlich alles schwarz-weiß ist, aber dennoch in den Graphic Novels Akzente vorkommen, wie zum Beispiel Blut ist immer rot. Man kann damit also auch farblich betonen, was durch eine reine Geschichte durch Text nicht funktioniert. Deshalb sind Graphic Novels beispielsweise eben gut geeignet, wenn ihr das Gefühl habt, dass eurer Geschichte irgendetwas fehlt, visuell, oder dass ihr etwas nicht übertragen könnt durch euren Text. Dann empfiehlt sich in den meisten Fällen eine wirklich visuelle Darstellung. Pen and Paper
oder Choose Your Own Adventure Bücher, die sich tatsächlich etwas ähnlich verhalten, hatten natürlich den Vorteil, dass sie immer wieder bespielbar sind. Warum sollte ich also ein Pen and Paper schreiben wollen aus meiner grandiosen Geschichte? Naja, vielleicht habe ich die Vorstellung, dass meine Geschichte nicht nur auf diese eine Art und Weise gut klingt, sondern auf mehreren Wegen. Jetzt könnte ich natürlich ein Buch 15 Mal schreiben, in 15 unterschiedlichen Versionen, aber das funktioniert nicht so gut. Wenn ich aber ein Pen and Paper schreibe, dann lasse ich anderen Personen innerhalb der Grenzen, die ich gegeben habe, die Möglichkeit, die Geschichte auf viele Arten und Weisen zu erleben. Choose Your Own Adventure Bücher sind so ähnlich. Zumindest in der Form, als dass sich ein Leser innerhalb der Geschichte entscheiden kann, welchen Weg er gehen möchte. Auch hier habt ihr wieder den Vorteil zum Beispiel, dass ihr euch nicht darauf festlegen müsst, welches Ende eure Geschichte nimmt. Habt ihr bessere Enden, andere Enden, Sachen, die euch gefallen, aber ihr kriegt nicht alles in ein Buch zusammen, dann wäre vielleicht Pen and Paper oder Choose Your Own Adventure Bücher etwas für euch. Als Beispiel für euch hätte ich sowas wie Dungeons and Dragons. Man kann sich die Geschichten darin zwar durchaus theoretisch als Buch vorstellen, weil es auch Bücher darüber gibt, aber der Vorteil liegt einfach darin, dass ihr ein Abenteuer tatsächlich mehrmals spielen könntet und jedes Mal eine andere Geschichte rausbekommt. Also, simpel gesagt, wer sich nicht entscheiden kann, vielleicht sind Pen and Paper was für euch. Drehbücher oder Theaterstücke. Tja, man könnte jetzt meinen, dass das tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Graphic Novels hat. Klar, beides sind visuelle Darstellungen. Für beide Sachen könnte man sich deshalb also entscheiden, weil man etwas nicht in Textform darstellen kann oder möchte, sondern visuell darstellen möchte. Der Vorteil bei Drehbüchern entsteht aber noch auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar der, dass ich bei einem Drehbuch die Interpretation, die Sichtweise und auch einen großen Teil der künstlerischen Möglichkeiten den Darstellern und einem Regisseur überlassen kann. Im Endeffekt schreibe ich ja einen Text. Wie verläuft die Handlung? Aber ich definiere darin nur gewisse Aspekte. Wenn ihr also die Problematik habt, dass ihr euch denkt, diese Geschichte könnte man auch wiederum auf sehr viele Arten und Weisen darstellen, aber ihr möchtet sie rein visuell darstellen, dann könntet ihr zum Beispiel ein Drehbuch schreiben oder ein Theaterstück. Ihr könnt dieses Drehbuch dann dementsprechend einem Regisseur oder einem Theaterkomponisten, wie heißt das? Ihr könnt dieses Drehbuch dann irgendwem geben, der es benutzen kann, und der kann dann mit seiner eigenen kreativen Leistung daraus etwas schaffen, was immer wieder anders aussehen kann. Als relativ altes Beispiel kann ich euch da zum Beispiel die Dracula-Filme geben. Die wurden mehrmals aufgeführt, in unterschiedlichsten Formen. Theaterstück, Film, und jedes Mal ist daraus eine vollkommen andere Interpretation entstanden. Gut, das Drehbuch war auch jedes Mal anders da, aber der Grundkonsens war der gleiche. Ein wesentlich präziseres Beispiel. Der Snyder Cut von... Wie heißen sie? Fuck! Wie ist das nochmal? Nicht Avengers, die anderen Typen. Googeln! Justice League, genau. Als ein bisschen präziseres Beispiel nehmt einfach den Snyder Cut von Justice League. Das Drehbuch ist in etwa das gleiche gewesen, aber die Regie verändert einiges daran, wie der Film am Ende rauskommt. Es kann aber auch einen rein künstlerischen Unterschied machen. Wie beispielsweise bei Matrix, bei dem im Drehbuch keine wirkliche Unterscheidung für die farbliche Darstellung gemacht wird. Aber im Film zum Beispiel können wir sehen, dass die Szenen, die in der Matrix spielen, immer mit einem leicht grünen Ton unterlegt wurden. Das ist im Endeffekt die künstlerische Freiheit, die man dem Regisseur überlässt, wenn man ein Drehbuch schreibt. Wenn ihr zum Beispiel das Interesse daran habt, dass eure Geschichte mehrmals interpretiert werden kann, auf unterschiedlichen Arten und Weisen dargestellt wird, dann könnte ein Drehbuch was für euch sein. Oder ein Theaterstück. Auch die alten Künste müssen gewürdigt werden. Gedichte oder Songtexte? Warum schreibe ich ein Gedicht? Ist doch alles alter Kram, ne? Quatsch. Gedichte, Songtexte haben tatsächlich auch eine sehr starke Auswirkung auf den Text selber. Nicht nur, dass man nicht mehr einfach nur eine Geschichte schreibt, sondern sich das Ganze auch noch reimen muss. Oder, muss es gar nicht. Also nicht unbedingt zwingend. Aber theoretisch, manchmal reimt es sich. Das Ergebnis, das am Ende herauskommt, kann tatsächlich einen sehr großen Einfluss auf eure Geschichte selbst haben. Denn Gedichte und Songtexte vermitteln
in den meisten Fällen Gefühle. Ich glaube, hier kann ich am besten mit einem Beispiel behelfen. Stellt euch mal Linkin Park Numb vor, bloß nur als Text geschrieben und langsam gelesen. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb. I can't feel you there. Become so tired. So much more aware. Funktioniert nicht, ne? Naja, an sich ist der Text ja trotzdem ein Gedicht, oder theoretisch betrachtet. Aber trotzdem vermittelt die Art und Weise, wie es gesungen wird, das Gefühl dahinter wesentlich stärker. Egal, ob das jetzt im Metal oder in anderen Richtungen stattfindet, Gesungenes hat eine zweite Ebene, mit der es Gefühle übertragen kann. Wenn ihr also zum Beispiel die Schwierigkeit habt, dass ihr mit euren Texten alleine nicht genügend das Gefühl übertragen könnt, dann ist vielleicht ein Songtext was für euch. Oder ein Gedicht. Jetzt kommen wir zum Standardfall, dem Roman. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, ich schreibe dann einen Roman, wenn mir alles andere vorher nicht gefallen hat. Stimmt aber so nicht. Tatsächlich gibt es gewisse Dinge, die man in anderen Arten von Medien gar nicht so gut machen kann. Vor allem, weil sie nicht übertragbar sind. Die meisten vorherigen Medien können die Problematik haben, dass man eine sehr begrenzte Zeitspanne hat, in der man sehr viel Geschichte erzählen muss. Bei Filmen kennt man das ganz gut. Ein Buch wird zum Film portiert und sehr vieles von der Geschichte geht verloren. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass eure Geschichte wirklich im Ganzen erzählt werden soll und nicht runtergekürzt werden sollte, einfach nur damit sie unbedingt in so einen Film reinpasst oder in einen Songtext oder sonst wo rein, dann ist vielleicht ein Buch was für euch. Es gibt aber auch Bücher, deren Stil lässt sich nur sehr schwierig in Filme übertragen. Als Beispiel die Scheibenweltromane von Terry Pratchett. Selbst die Übersetzung ins Deutsche war schon schwierig. In der englischen Übersetzung wird sehr viel mit Wortspielen und anderen Witzeleien rumgearbeitet, die im Deutschen nicht richtig funktionieren oder schwierig übertragbar waren. Im Film verlieren sie dann schon fast ganz ihre Analogien. Also, wenn ihr eine Geschichte wirklich auf ihrer basischen Ebene erzählen wollt, ihr wollt nichts weglassen, ihr wollt sicherstellen, dass sie auf ein und dieselbe und gleiche Art dargestellt wird, und zwar richtig, dann würde ich euch wirklich einen Roman, also einfach nur ein Buch nahelegen. Zur Kurzgeschichte. Ja, Kurzgeschichte ist, wenn man keine Lust hat, ein vollständiges Buch zu lesen. Oder zu schreiben. So wie ich. Nein, ganz im Ernst. Kurzgeschichten haben einen immensen Vorteil. Und ihr müsst euch gar nicht mal so sehr durch die ganzen Regeln der Kurzgeschichten begrenzen lassen. Ich persönlich habe mit Kurzgeschichten angefangen, weil ich tatsächlich nicht dazu in der Lage war, ein Buch am Stück zu schreiben. Der Grund dafür ist, der Erfolg fehlt. Man hat das Gefühl, man wird nicht fertig. Das kann passieren. Das ist einer der Gründe, warum ihr euch vielleicht für eine Kurzgeschichte entscheiden könnt. Aber das Ganze muss euch nicht aufhalten. Denn man kann von einer Kurzgeschichte immer noch zu einem großen Buch kommen. Stellt euch das folgendermaßen vor. Ihr schreibt eure erste Kurzgeschichte und haltet euch fest, eure zweite Kurzgeschichte schließt direkt an die erste an. Ich weiß, mindblowing, aber egal. Ihr könnt tatsächlich auf diese Art und Weise jedes Kapitel, von mir aus auch jeden Absatz, als eine Kurzgeschichte betrachten und werdet früher und schneller fertig. Natürlich muss man am Ende dann noch die Ecken und Kanten und die Verbindungen noch etwas bereinigen und Übergänge sauber machen und sowas. Aber das ist der große Vorteil von Kurzgeschichten. Einer zumindest. Ein anderer Vorteil der Kurzgeschichte ist natürlich der Hauptgrund, warum man Kurzgeschichten wahrscheinlich erfunden hat. Man kann durch die Länge einige der Faktoren einer Geschichte bestimmen, zum Beispiel das Tempo. Man kann durch die Kürze Hektik mit einbringen. Man kann aber auch die Kürze dieser Geschichte dazu nutzen, um möglichst wenig Fragen beantworten zu müssen. Denn wenn ihr schon mal ein Buch angefangen habt, kommt ihr ganz schnell auf die Idee, oh mein Gott, ich brauche Worldbuilding. Stundenlang da sitzen und sich irgendwelche Rassen und Fantasiewesen ausdenken und ja, wofür das Ganze? Kurzgeschichten haben den Vorteil, ihr schreibt im Endeffekt darauf los,
Vielleicht mit ein paar Hintergedanken und ein paar Planungen. Aber ihr schreibt im Endeffekt darauf los und ihr müsst die großen Fragen wie in welcher Zeit spielen wir, wo sind wir überhaupt und wann ist dieses Gebäude eigentlich gebaut worden, gar nicht erst beantworten. Wenn ihr also jemand seid, der die Schwierigkeit hat, dass ihr es nicht schafft, ein Buch am Stück zu schreiben, oder wenn ihr die großen Fragen eurer Welt gar nicht erst beantworten wollt, dann sind vielleicht Kurzgeschichten etwas für euch. Und aus Kurzgeschichten kann immer noch mehr entstehen. Apropos mehr entstehen. Es kann aus jeder Art von diesen erklärten Medien auch eine andere Art von Medium entstehen. Ihr könnt aus einem Film ein Buch machen, aus eurem Drehbuch ein Theaterstück, aus eurer Graphic Novel ein Buch und so weiter und so fort. Macht euch also keine Sorgen darum, dass wenn ihr schon mal angefangen habt, jetzt an einer Graphic Novel zu arbeiten und ihr mittendrin merkt, es funktioniert nicht, ihr könnt immer noch auf das andere Medium wechseln. Klar. Euch geht was verloren. Euch geht die spezifische Sache an dieser Art von Medium verloren. Aber ihr bekommt auch genauso gut wieder eine spezifische, tolle Sache zurück. Also, keine Angst davor. Ihr könnt euch jederzeit umentscheiden. Aber ich hoffe, dass dieses Video euch eine Hilfestellung geleistet hat, damit ihr vielleicht jetzt auch herausfindet, welches Medium euch liegt. Und bevor ihr geht, wenn ihr eigene Ideen habt dazu, warum ein bestimmtes Medium gut ist, welche Vorteile es haben könnte, dann lasst sie doch einfach in den Kommentaren zurück, dann können andere davon auch lernen. Oh, und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann wäre es doch echt cool von euch, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Würde mich tatsächlich sehr darüber freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.